Heute wieder live von den Faber. Herzlich willkommen aus München auf meinem Kanal, Zobeltier Finanzkanal. Macht es euch gemütlich und trinkt einen Kaffee. Ich mache das auch. Heute ist das Thema Geld als Wertspeicher. Vorab Geld. Was ist Geld für euch? Was habt ihr damit? Verbindet ihr etwas? Auch in den letzten Jahren auch gelernt, dass Geld für mich ein Wertspeicher ist. Genau das erkläre ich euch. Alex Düsseldorf-Fischer sagt zwei Dinge. Eines über Geld sagt er unter anderem, es ist eine Form von Energie. Und wenn Energie wie Strom zum Beispiel durch die Leitung fließt, kann auch also Wasser zum Beispiel in einem Bach fließt es ab. Aber wenn du Wasser staust, dann wird es ein Staudamm. Du hast zwar immer mehr davon, aber auch der Druck dahinter, wie ich das Geld verwalte, wie gebe ich es aus, wie investiere ich und so, das wird immer ein bisschen größer und die Frage ist dann letztendlich, ob es dich auch wirklich glücklich macht. Sein Fazit in dem Buch hier ist, dass er sagt, das Geld muss fließen. Also wenn es abfließt, kommt es auch wieder zu dir. Wenn es in einer flüssigen Form sozusagen bleibt, kommt und geht es und du wirst auch viel mehr Geld anziehen durch diese Einstellung dazu. Ich finde es sehr interessant und kann es teilweise auch ganz gut nachvollziehen. Aber zweiter wichtiger Punkt, Geld als Wertgutschein. Und er sagt, Geld ist nichts anderes als eine Art Gutschein, der seinen Wert nur und ausschließlich durch das Vertrauen der Leute in ihn erhält. Also ich habe im Hintergrund dieses 1 Euros habe ich Vertrauen, weil jeder vertraut, dass ich für dieses 1 Euro Stück bestimmte Waren und Dienstleistungen mir kaufen kann, eintauschen kann. Und das bedeutet, dieses Vertrauen habt ihr alle. Jeder hat es hier, natürlich mehr oder weniger und in anderer Form vielleicht, aber dadurch funktioniert eben dieses Tauschen. Und jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt, was ich eben gelernt habe in meinem Leben, ist das Dematerialisieren von einem Geldwert. Was bedeutet das? Zum Beispiel habe ich hier die Fans von Fotografie werden die noch kennen, das ist die Kamera, eine Marke, die ich jetzt nicht nenne, und das ist noch eine Filmkamera. Das heißt, ich habe hier richtig einen Film noch eingelegt, den man kaufen musste, und dann wurde das Band hier aufgezogen, man hat es geschlossen und schon konnte man loslegen. Ja, macht sogar Geräusche. Die Technik hat sich jetzt weiterentwickelt. Die Kamera liegt hier bei mir einfach zu Hause rum. Ich benutze sie nicht mehr aktiv. Die hat vielleicht mal, ich sage jetzt einen Preis, 100 Euro gekostet. Vielleicht war es auch weniger, damals noch in D-Mark. Die Frage ist, hat das jetzt noch einen Geldwert? Ja, natürlich. Und zwar für denjenigen, der mit solcher Technik, mit den Einlegerollen noch heute Filme machen möchte und fotografiert und der an dieser Technik noch festhält. Und solche Menschen gibt es. Also was hat das mit Geldspeicher zu tun? Ja, hier ist ein jetzt fiktiver Wert von 10 bis vielleicht 15 Euro maximal, den ich eintauschen könnte. Und dann wäre diese Kamera dematerialisiert. Ich würde die Kamera jemandem geben, der dieses Hobby noch ausübt. Und er gibt mir 15 Euro dafür. Und ich kann mit diesem Cashflow, das Geld fließt zu mir, dann wieder andere Dinge machen und tun. Ich habe dann wieder 15 Einheiten an Geld zur Verfügung. Und das ist eigentlich dieses ganze System. Ja. Und wenn man das mal verstanden hat, dann ist der Druck auch viel weniger dahinter, mit Geld umgehen zu wollen, zu müssen, zu dürfen vielleicht. Und ich sage einfach, schaut mal bei euch, habt ihr solche Dinge rumliegen und was könnte man daraus machen? Welcher Geldwert wäre dort gespeichert? Welche Einheiten, welcher Geldfluss könnte hier entstehen, indem ich Kamera abgebe und ihr euren Gegenstand dematerialisiert. Das ist diese Dematerialisierung und dahinter steckt eben, dass jedes erstellte Produkt, jeder Gegenstand, den man einfach irgendwie verfeinert hat, vielleicht auch noch bearbeitet handwerklich, hat einen Geldwert gespeichert. So, das war's schon. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gut, so viel heute zu unserem Thema Geldspeicher und Geldwert. Und ich hoffe, das Video bringt euch etwas, hat euch gefallen.
Und wie sieht es bei euch aus? Habt ihr eben solche Dinge zu Hause liegen? Wie geht ihr mit Geld um? Ist das für euch auch ein Geldspeicher? Seht ihr das auch so? Schreibt das mal gerne in die Kommentare und ich bin gespannt.